Our Turn ist etwas, was wir selber schaffen. Zeitenwende ist eben nicht das Warten auf Olaf Scholz oder Annalena Baerbock oder die Regierung oder auf die USA, sondern Zeitenwende heißt, dass wir wirklich alle im Kopf umdenken müssen. Also den Plan und dann werde ich halt live schauen, der Gäste. Our Turn, das heißt für mich, dass wir alle hier, die wir hier stehen oder sitzen, Kinder der freiheitlichen Demokratien sind. Ich habe mich gefragt, was verbindet uns alle heute hier, die wir das Privileg genießen, im Frieden eine solche Veranstaltung durchzuführen, nachzudenken und Antworten zu suchen. Sind wir nicht ein elitärer Haufen, der hier sitzen darf, um sich über die Welt auszutauschen? Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie nachhaltig Kaffee ist, beziehungsweise ob sich das überhaupt herausfinden lässt, ob der Kaffee, den wir kaufen, nachhaltig ist oder nicht nachhaltig. Instead of traveling with air, people can just travel virtually, sitting at home, having a virtual headset. Yeah, and we wanted to give people the opportunity to really try virtual reality here at Leuphana. Wir haben hier ein kleines Konzept errichtet zu einem regenerativen Raum. Irgendwie hat man immer Druck und viele vernachlässigen es, sich dann halt irgendwie mal wieder runterzukommen, ein bisschen sich zu erden, zu entspannen. Unser Projekt war im Grunde genommen die 15-Minuten-Stadt und wie weit der Stadtplaner Verantwortung für Klimaschäden übernehmen kann. Das Prinzip der 15-Minuten-Stadt ist eben auch, dass alles, was im täglichen Leben eine große Rolle spielt, innerhalb von diesen 15 Minuten erreicht werden kann. Früher war ja eher so diese autogerechte Stadt das Leitmodell und jetzt will man halt eher wieder dahin zurück, dass man Funktionen verflechtet und nicht getrennt voneinander stattfinden lässt.
wir haben eigentlich, seit wir Technik haben, einen Wettlauf zwischen Mensch und Maschine. Ja, wir versuchen sozusagen die Menschen immer wieder auf den neuen Stand der Technik zu bringen und bisher ging das immer ganz gut, aber irgendwann wird die Technik ja immer anspruchsvoller, wenn wir hier von künstlicher Intelligenz sprechen zum Beispiel, und irgendwann kommt der Punkt, wo Massenweiterbildung in diese Bereiche gar nicht mehr möglich ist. Es gibt einerseits das, was man auf Englisch den Displacement-Effekt nennt, dass die AI oder irgendeine Automation kann das eben besser als ein menschlicher Akteur und dann würde eben ersetzt werden. Und das muss man sich aber klar machen, was das bedeutet. Technische Ersetzung bedeutet erstmal noch nicht ökonomische Ersetzung. Also was wir an empirischer Evidenz bisher gesehen haben, und fairerweise muss man sagen, wir stehen erst am Anfang der Entwicklung, ist es tatsächlich zurzeit der Konsensus eher, dass die Beschäftigungseffekte neutral, vielleicht sogar leicht positiv sein werden. Da draußen ist das Klima bedroht, auch der Friede in Europa. Es gibt keinen Aufschub, es ist keine Zeit zu verlieren. Wozu also reden statt zu handeln? Wozu studieren statt zu protestieren? Ich war eine Zeit lang ja auch als zivilgesellschaftliche Akteurin tätig. Für mich war völlig klar, ich mische mich in politische Prozesse ein und dann arbeite ich ja auch taktisch, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und ich würde diese Form von Aktivismus fundamental davon unterscheiden wollen, dass man WissenschaftlerInnen vorgibt, wie sie zu reden haben, welche Buchstaben sie benutzen müssen und ob sie emotional werden dürfen in der Form, wie sie sprechen und zu wem sie sprechen. 10, 20, 30, 40 Jahre, sagen wir mal, sind bestimmte Themen einfach immer wieder in derselben Art und Weise bearbeitet worden. Sozusagen ganz brav haben wir uns gehalten an die Neutralitätsanforderungen und haben all das gemacht. Und der Effekt davon war nicht das, was man sich vielleicht gewünscht hätte. Wir werden einen neuen Typ Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben. Es gibt gerade Menschen, die wirklich um Freiheit kämpfen und auch um die Freiheit, sich gut unterhalten zu können, gute Gespräche führen zu können und auch zu feiern. Und wenn man das Glück hat, dass man feiern kann, muss man auch feiern. Und das machen wir hier auch. 2010 war ein besonderer Jahrgang. Du kamst an die Uni, es war auch mein erstes Jahr. Für dich beginnt jetzt etwas Neues und ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen, dass es gut wird. Wir werden dich hier, lieber Daniel, nicht ersetzen können.